Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute will ich eine Suppe kochen. Sie heißt auf Russisch Зеленый Борщ. Auf Deutsch ist das im Grunde Sauerampelsuppe mit viel Grünzeug. Also dazu brauchen wir Fleisch. Heute nehme ich Rindsfleisch und etwas Rippe von Schwein. Dann Sauerampel, Dill, Frühlingszwiebel, hart gekochtes Ei, 1-2 Knoblauchzehen, Zwiebel, Kartoffel, Reis, so ungefähr 50 Gramm, Buttermilch, Schlagsahne. Als allererstes tun wir erstmal das Fleisch ins Wasser. Ich schneide es erstmal etwas kleiner, damit es auch schneller gar. So, gehen wir. So, das Wasser ist schon am Kochen. So, ich werde erstmal jetzt ein paar Gewürze reintun. Eine Zwiebel. So, gleich eine Zwiebel rein. Wenn Sie meine früheren Videos gesehen haben, tue ich gerne rein ein paar bunte Pfeffer. Ich mache das immer so. Ich nehme mir so einen Beutel für einen Rosentee. Tue es da rein. Jetzt noch da eine Knoblauchzehe rein. So, lassen wir erstmal das richtig kochen. Ich mache es mal zu, soll etwas richtig kochen, dann machen wir den Herd etwas kleiner. Also das Wasser ist jetzt am Kochen schön. Ich salze jetzt die Suppe noch. Ich nehme erstmal jetzt so einen Löffel. Nachher kann ich ja probieren. Lieber erstmal ein bisschen weniger nehmen. Wenn es zu wenig Salz ist, kann man ja etwas dazu tun. Später kann man noch so ein Lorbeerblatt reintun, aber das mache ich nach einer Stunde ungefähr. Also ich stelle jetzt den Herd etwas kleiner. Kleinste Stufe, ich habe jetzt hier 9, stelle ich es mal auf 3, lasse es so langsam köcheln, ungefähr 1,5 Stunden, weil Rindsfleisch braucht etwas länger. In der Zwischenzeit kann ich das ganze Grünzeug klein putzen und klein schneiden. So, ich habe jetzt das alles gewaschen und geputzt, jetzt schneide ich ihn klein. So, am besten, wenn Sie den Dill natürlich frisch nehmen. So, ich stelle das mal weg. Zwiebel.
So, das reicht. Das lege ich weg, kann ich für Salat benutzen. Also, so sieht Saueramper aus. Ich habe zum Beispiel zu Hause draußen im Garten eingepflanzt, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, man kann ihn auch auf den Wochenmärkten kaufen. Das habe ich jetzt geschnitten. Jetzt schäle ich die Kartoffel. So, ich habe jetzt die Kartoffel geschält, gewaschen. Ich schneide sie jetzt erstmal in kleine Würfel, weil das Fleisch ist jetzt schon soweit fertig. Kann man anfangen zu alles reintun. Jetzt noch eine. So, jetzt gehe ich zu dem Fleisch. So. Als erstes tue ich erstmal die Zwiebel heraus. Die hat seinen Zweck erfüllt. Und das kann auch raus. So. Jetzt hole ich das Fleisch heraus. Ups. Ja, ich muss mir was anderes überlegen. Lorbeerblatt kann auch raus. Ups. So, ich lasse erstmal aufkochen. Noch ein bisschen sauber machen. Sie sollen jetzt aufkochen und 10-15 Minuten erstmal kochen. Ich tue erstmal jetzt das hart gekochte Ei fein rausschneiden. Also wer keine Eier mag in der Suppe, braucht das nicht zu machen.
Jetzt kommt das ganze Grünzeug in die Suppe. So. Jetzt tue ich erstmal die Frühlingszwiebel herein. Den Dill. Also wie ihr seht, besser, wenn Sie viel frischen Dill reintun. Dann kommt der Reis rein. Also den Reis sollten Sie besser waschen, ein paar Mal, damit die Stärke ein bisschen weggeht. Dann ist die Suppe auch viel klarer. Jetzt tue ich noch das Ei rein. Das soll jetzt ungefähr 15 Minuten köcheln. Dann werde ich den Sauerampfer reintun und der Rest. Weil der Sauerampfer braucht ja nur zum Aufkochen und der ist ja fertig. Jetzt warten wir 15 Minuten. So, jetzt kommen die restlichen Zutaten in die Suppe. Zuerst mische ich erstmal die Buttermilch mit der Schlagsahne. Ich nehme ungefähr 250 Milligramm. So. Bisschen Schlagsahne, so. Da müsst ihr schon selber gucken, was ihr nehmt. Ich experimentiere manchmal. Ich nehme manchmal auch Creme Fraiche mit nur Schlagsahne, je nachdem, was so im Haus ist. So, das ist schön gekocht. Jetzt kommt der Sauerampfer rein. Und das Buttermilch mit der Schlagsahne. Das muss jetzt nur kurz aufkochen, weil der Sauerampfer braucht nicht lange. Nur kurz aufkochen für 3-4 Minuten. Und dann ist fertig. Ich nehme ein bisschen Salz rein. Das ist zu wenig. So, die Suppe ist fertig. Ich schalte jetzt den Herd aus und mache den Deckel nicht so ganz zu, auf Kipp. Lassen wir die Suppe ein bisschen ruhen und dann kann man essen. So, meine Suppe ist fertig. Ich hoffe, es gelingt Ihnen. Das ist sehr leichte Sommersuppe, schmeckt sehr gut. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Maja war auch ganz brav.